Richtig, einen Job habe ich ja auch gehabt. Allerdings nur für ein paar Stunden, dann bin ich gefeuert worden. Oh, das tut mir leid. Schon okay. Hätte sowieso gekündigt. Im Namen meiner tapferen Mitstreiter und Kollegen überreiche ich dir diesen unverwüstlichen Kumpel, der dich ab sofort auf deinem Weg zu den höheren medizinischen Weinen begleiten wird. Die Überraschung ist euch echt gelungen. Hallo Gina, ich bin's. Ich wollte dich mal kurz was fragen. Ich habe jetzt keine Zeit. Bitte Gina, nur ganz kurz. Ich wollte dich fragen, ob du nicht Lust hast, morgen Abend mit uns in die Disco zu gehen. Gina, bitte komm mit. Das kannst du nicht machen. Ich bin doch dein Freund. So ein Freund kann mir gestohlen bleiben. Ja, ja, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Alle Achtung, Lukas hat ja echt eine bühnenreife Szene hingelegt. Was? Das war nur ein kleines Missverständnis. Sah aber eher nach was Größerem aus. Das ist ein Quatsch. Noch nie Stress mit einem Kollegen gehabt, hm? Ich streite mich immer nur mit meinem Freund. Was ich noch sagen wollte. Sagen Sie, Herr von Sterneck, Sie haben nicht zufällig Herrn Hagemann gesehen? Lukas. Nein, tut mir leid, Herr Professor. Ich glaube, der ist schon gegangen. So früh schon? Schade. Wollte mit ihm eigentlich noch ein bisschen über das Forschungsprojekt plaudern. Herr Professor, Sie haben ja gar nichts zu trinken. Gegen ein Gläschen Champagner wäre nichts einzuwenden. Allerdings unter einer Voraussetzung. Sie leisten mir Gesellschaft. Oh, das ließ Sie einrichten. Ich muss schon sagen, Herr von Sterneck, Ihre Frau Mutter, charmant. Herr Professor, wo bleiben Sie denn? Wirklich äußerst charmant. Ich komme. Du siehst ja wirklich zum Anbeißen aus. Ich warne dich. Dann können wir ja gleich los, ja? Nein, wir können nicht los. Und warum nicht? Weil ich gleich Besuch erwarte. Erzählt mir doch mal. Und wer ist der Glückliche? Doch nicht etwa unser lieber Herr Brandner? Oh, lass mich bloß mit Arno in Ruhe. Mir reicht, dass ich seine Firma am Hals habe. Tja, wer Arno sagt, muss auch B. Brandner Bau sagen. Haha. Oh, so schlimm. Ich sag dir, schaff dir nie eine Baufirma an. Du langweilst dich zu Tode. Wenn wenigstens Christoph da wäre. Was denn? Du vermisst deinen Mann? Ich vermisse einen Gegner. Arno taugt doch höchstens noch als Opfer. Und dein Besuch? Opfer oder Gegner? Anwalt. Ach so, heute wälzt man sich wieder in den Akten. Da muss ich natürlich zurückstehen. Aber morgen ist Shopping angesagt. Und wehe, du versetzt mich wieder. Oh, Herr Anwalt, Ihre Mandantin erwartet Sie bereits. Ciao, bis morgen. Na, deine Freundin hat ja beste Laune, hm? Und du? Eine kleine Aufheiterung könnte ich schon gebrauchen. Na, dann packen Sie mal aus, Herr Anwalt. Oh Gott. Verdammte Scheiße! Was ist denn? Diese dämliche Party, die hätte ich mir echt schenken können. Es tut mir leid, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das nicht gemacht. Barbara, so habe ich das nicht gemeint. Ist ja nicht deine Schuld, dass es so blöd gelaufen ist. Doch, ich hätte Professor Albers nicht einladen sollen, aber weißt du, eigentlich hat er sich ja quasi selber eingeladen. Es geht nicht um Albers. Es geht um Lukas und seinen bescheuerten Verfolgungswahn. Dafür musst du dich nicht entschuldigen. Doch, trotzdem. Ich hätte ihm gern die Situation erspart. Och, jetzt hör aber auf. Lukas erspart mir durch sein neurotisches Getue schließlich auch nichts. Du
Du müsstest dich am besten verstehen. Du warst ganz genauso, bevor du dich geoutet hast. Barbara, begreifst du es nicht? Er macht alles kaputt. Er macht unsere Beziehung durch sein ewiges Versteckspiel kaputt. Du übertreibst. Ich übertreib nicht. Ich will nicht dauernd verleugnet werden. Vielleicht braucht er einfach ein bisschen Zeit. Oh, Zeit hatte Lukas genug. Jetzt muss er sich endgültig entscheiden, oder? Oder was? Ach, ich weiß auch nicht. Oh, mir reicht's echt für heute. Warum krieg ausgerechnet ich dieses scheiß Thema für mein Referat? Oh, die Flora und Fauna im tropischen Regenwald. Wieso drücken diese Schnallen ausgerechnet mir dieses scheiß Thema aufs Auge? Vielleicht wegen deiner tropischen Augen. Verarschen kann ich mich selber. Suchst du irgendwas Bestimmtes? Hab's schon. Na? Was ist? Nulltarif? Ja, willst du jetzt in der Fußgängerzone einen auf Stevie Wonder machen, oder was? Quatsch, das Ding war heute Abend der Disco-Renner. Genau das Richtige für unseren Männerabend. Also ich glaube, ich habe da noch was viel, viel Besseres für unseren Männerabend. Du hast doch nicht schon wieder Pillen gekauft? Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Dealer. Ja. Hast du oder hast du nicht? Ja. Wer bunkert, muss nicht kaufen. Ich habe noch ein paar über. Du bist nicht normal. Das habe ich nie behauptet, hä? Sag mal, würdest dir was ausmachen? Ich meine, wenn du mir heute Abend nur ausnahmsweise auch mal eine gibst. Du? Ich denke, du machst ja nichts aus dem Zeug. Ja, das tue ich auch nicht. Aber zum Abgrooven wäre es vielleicht mal nicht ganz schlecht. Take one and take off. Naja, mal sehen, was Ramon Airlines so zu bieten hat. Hä? Wie? Nur eine? Ja, das reicht, glaub mir. Oder willst du einen Freiflug zum Mars? Du bist der Experte. Hast du nicht irgendwas vergessen? Danke. Cash. Ach, das meinst du. Ich verrechne das mit dem Geld, das du mir eh noch schuldest. Sag mal, ich glaube, bei mir piept's in der Hörmuschel. Ja, und ihr Europäer wundert euch, dass Südamerika pleite geht? Kommt ihr zum Essen? Was treibt ihr beiden eigentlich hier? Wir spielen Kindermaskenball. Tolle Kostümierung. Wer trägt so eine Brille? Rate mal. Was weiß ich? Irgendein schmieriger Dealer im schlechten Krimi vielleicht. Also, kommt ihr? Ach, halten Sie den Mund. Ich kann mich schließlich nicht um alles kümmern. Ja, was glauben Sie, warum habe ich Sie zum Geschäftsführer gemacht? Ja, dann beauftragen Sie eben einen neuen Statiker. Der Zwischentermin muss unbedingt eingehalten werden. Ja, und wegen des Krans reden Sie noch mal mit der Versicherung. 100.000 Mark sind schließlich kein Pappenstiel. Ja, ich werde nicht mit den Arbeitern reden. Gut. Wenn Sie den Führungsstil von Herrn Brandner gewöhnt sind und deswegen gehen wollen, dann sollen Sie eben gehen. Guten Tag. Ich hab dir gleich gesagt, du sollst die Finger von der Baubranche lassen. Ach, Unsinn. Ein Bauunternehmen ist wie jede andere Firma auch. Das Problem ist nur, ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Bei Linie Clarisse steht die Präsentation der Wintermode vor der Tür. Und ich weiß noch nicht mal, wann ich die vorbereiten soll. Tja, was ist mit deinen Mitarbeitern? Du kannst die Arbeit doch delegieren. Nein, nicht immer. Seit Arnos Tochter abgesprungen ist, habe ich noch nicht mal eine neue Betreuung für die Models gefunden. Tja, selber schuld. Wieso? War doch klar, dass Susanne abspringen wird. So wie du den lieben Arno fertig gemacht hast. Trotzdem. Ich hätte sie für klüger gehalten. Bei mir hätte sie wenigstens Karriere gemacht. Ich kann die Reaktion irgendwie verstehen. Ich werde sie ausrichten. Warum bist denn du schon wieder hier? Soll das ein Witz sein? Wir sind zum Shopping verabredet. Hast du nichts anderes im Kopf? Versprochen ist versprochen. Ach, Charlie, du siehst doch, was hier los ist. Keine Chance. Wenn du mir wieder einen Korb gibst, dann spann ich dir Gebhardt aus. Das ist der dümmste Erpressungsversuch, den ich seit langem gehört habe.
Trotzdem würde ich es nicht drauf ankommen lassen. Verkehren wir jetzt nur noch über unsere Anwälte, oder was? Wenn du streiten willst, bitte, aber nicht hier. Okay, dann gehen wir eben in den Leichenkeller. Da hört uns wenigstens keiner. Ach, findest du es auch noch komisch, was? Ja, jedenfalls komischer als die Show, die du auf der Party abgezogen hast. Ach, jetzt machst du mir auch noch Vorwürfe. Vielleicht denkst du mal drüber nach, in was für eine unmögliche Situation du mich gebracht hast. Bevor du ausgerastet bist, war die Situation völlig normal. Ja, und dass Albers plötzlich aufgetaucht ist, das war ja auch ganz normal. Verdammt nochmal, das war ein Versehen. Meine Mutter hat es bestimmt nicht böse gemeint, als sie Albers eingeladen hat. Wenn der Alte mitkriegt, was mit uns ist, dann... Er hat es aber nicht mitgekriegt. Er hätte es aber mitkriegen können. Sobald er weiß, was mit uns ist, da kann ich die Arbeit an dem Forschungsprojekt doch vergessen. Ach, erstens ist das überhaupt nicht gesagt und... Schrei nicht. Und zweitens hast du es dir selber zuzuschreiben, wenn die Sache in die Hose geht. So bescheuert, wie du dich gestern aufgeführt hast. Ich will diesen Job, verstehst du das nicht? Doch, das hab sogar ich inzwischen begriffen. Dann wirst du sicherlich auch begreifen, dass ich mir diese Chance nicht kaputt machen lasse. Nicht einmal von dir. Vielleicht denkst du noch mal drüber nach und es geht dir sogar mal ein Licht auf. Ach, dann schlaf doch in Zukunft mit deinen Viren, deinen Bakterien, du Psychopath. Jetzt mach mal hin. Den gelben. Nicht. Der rote? Ich sehe ja nicht. Der blaue weg. Jawohl. So, jetzt lass mal den Meister ran. Ist das mein Computer oder was? Den einen krieg ich eh noch. Und der blaue. Ey, so lahm wie du bist, Next kannst du Level. vergessen. Next Level. Kann ich reinkommen? Gina, was machst du denn hier? Eigentlich wollte ich nur fragen, also wenn ihr heute Abend in die Disco geht, dann... Ich glaube, ich möchte doch mitkommen. Ach, scheiße. Bin gerade abgekackt. Ich dachte, du wolltest nicht mitkommen. Ach, ich war doch nur sauer wegen dem dummen Streit. Ja, und jetzt? Bist du nicht mehr sauer? Ich dachte, du stehst nicht so auf House und Techno. Ja, naja, normale Musik wäre mir schon lieber gewesen. Ja, also, jetzt wegen mir musst du dir das nicht unbedingt antun. Was soll das denn heißen? Nichts, ich meine ja nur. Wollt ihr mich nicht dabei haben, oder was? Ach, Quatsch. Wie kommst denn du auf sowas? Na, so wie ihr redet. Warum sollten wir dich nicht dabei haben wollen? Ganz im Gegenteil. Ich meine, wir freuen uns total, oder nicht? Ja. Party ohne Gina ist wie Stevie Wonder ohne Brille. Hi. Wollen wir tanzen? Nein, so eine Musik kann ich nicht tanzen. Bist du alleine hier? Und wenn, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Okay, war nur eine Frage. War auch nur eine Antwort. Hey, was soll denn das? Weißt du, dass du wirklich ein Arschloch bist? Was bin ich? Sag das nochmal. Du hast wieder Ecstasy genommen, stimmt's? Wie kommst du darauf? Hältst du mich für blöd oder was? Na und, das eine Pillchen. Du hattest doch versprochen, dass du damit aufhörst. Mann, Gina, du nervst. Ich will nur ein bisschen Spaß haben. Was ist so Schlimmes dabei, hä? Dass du mich wieder angelogen hast, das ist so schlimm dabei. Mann, bist du mies drauf. Am besten du nimmst eins hiervon. Vielleicht kommst du dann endlich mal ein bisschen besser drauf, hä? So, willst du wirklich was davon nehmen? Wieso nicht? Brauche ich etwa ein Rezept? Nein, aber... Na also. Die Bilder, die ich verkaufe, sind nicht einfach nur bunte Quadrate. Oh. Die Pigmentierung ist entscheidend. Ja klar, die Pigmentierung, klar. Wie ich das noch vergessen konnte, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Ich glaube, dein Herr Anwalt nimmt mich nicht ernst. Er ist eben wie alle anderen Männer auch. Was soll das denn heißen? Entschuldigt mich bitte. Von Anstetten? Wie bitte? Ich habe Ihnen doch präzise Anweisungen gegeben. Nein, das hat nichts mit unglücklichen Umständen zu tun. Das ist allein Ihr Unvermögen. Ich glaube, unsere Baulöwin werden langsam die Krallen gestutzt. Gut, auf Stümper wie Sie kann ich getrost verzichten. Sie sind entlassen! Das klingt nach einem herben Verlust.
tippe 50.000. Ich würde eher sagen 100.000. Ich möchte mal wissen, was an diesem Anruf so komisch war. Tut mir leid, entschuldige. Das will ich auch hoffen. Oder vielleicht doch 150.000? Ich muss verrückt gewesen sein, so einen Idioten einzustellen. Ich könnte mich ohrfeigen. 200.000. Wie wär's, wenn ihr euch jetzt wieder euren bunten Quadraten zuwendet? Dank dir, Karl, dass du extra angerufen hast. Ja. Gut, bis dann. Schlechte Nachrichten? Wie man's nimmt. Diesmal hat sie sich verschätzt. Aber gründlich. Wer? Clarissa. Um eine Baufirma zu führen, dazu gehört eben mehr, als ein paar Intrigen zu spinnen. Was ist denn passiert? Sie haben ihr beim Einkaufszentrum den zweiten Bauabschnitt nicht abgenommen. Irgendwas mit der Statik stimmt nicht. Und was bedeutet das? Clarissa fährt gut und gerne 200.000 Miese ein. Das geschieht ihr recht. Was hast du denn? Warum freust du dich nicht? Die Arno Brandner Bau geht unter. Und mit ihr mein guter Ruf. Aber die Firma gehört dir doch schon lange nicht mehr. Aber sie trägt meinen Namen. In der Presse wird es heißen, Arno Brandner Bau, pleite. Aber dass jemand wie Clarissa von Anstetten nicht in der Lage ist, eine Baufirma zu führen, davon erfahren die wenigsten. War das eine Frage? Ja. Und wie ist die Antwort? Nein, ich gebe nie auf. Wolltest du doch hören, oder? Eigentlich wollte ich jetzt was ganz anderes hören. Auf alle, die nie aufgeben. Hey, Vorsicht, da ist doch Alkohol drin. Umso besser, da kannst du gleich noch einen vermischen. Wer ist der Typ da hinten bei Gina? Nie gesehen! Jetzt vergiss die Kleine, die kriegt heute eh nichts mehr auf die Reihe. Was bedeutet denn das komische Zeichen? Ach, das bedeutet nichts. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe heute noch nichts vor. Ich auch nicht. Worauf warten wir noch? Wir müssen nach oben. Ich kann's kaum erraten. Psst, leise. Oh, Sophie darf es sicher. Wer ist Sophie? Sophie ist die Katze. Ach so. Du kannst schlafen gehen, Leo. Lass uns auch morgen noch mal. Was ist für eine Geld aus der Kasse? Das habe ich schon zur Bank gebracht. Also, ne? Schlaf gut Nacht. Ja. Ah, sie kommt. Sophie the Cat? Nein, Cleo. Wer ist Cleo? Die andere Katze. Was fällt Ihnen ein? Was schnüffeln Sie hier rum? Keine Angst. Andere Leute ausspionieren ist nicht mein Stil. Was wollen Sie? Ich hatte ein bisschen Zeit. Dann wollte ich plaudern mit Olga, mit ein paar von ihren Models. War interessanter, als ich dachte. Was soll das heißen? Ach, ich habe zum Beispiel erfahren, dass sie noch längst nicht alle Models für die Wintermoonschau gebucht haben. Und wenn schon, was gibt Sie das an? Nichts, aber vielleicht... Na also, dann verschwinden Sie. Ich habe bisher nämlich keine Zeit zum Plaudern. Ich bin eigentlich gekommen, um Ihnen einen kleinen Tipp zu geben.
Ich kann meine Shows auch ohne Ihre Tipps organisieren. Ich rede nicht von der Modebranche, ich rede von der Baubranche. Und ich glaube, da haben Sie den einen oder anderen Tipp bitter nötig. Ich kenne rein zufällig einen Geschäftsführer, der die Arno Brandner Bau wieder auf Vordermann bringen könnte. Ah ja? Und wer soll das sein? Arno Brandner. Raus! Denken Sie noch mal darüber nach. Es wäre ein Fehler, wenn Sie ihn nicht nehmen würden. Ansonsten viel Erfolg bei Ihrer Modenschau. Olga, Susanne Brandner hat ab sofort Hausverbot. Ich will sie hier nie wieder sehen. Lieber Gero. Verzeih mir bitte. Ich weiß, ich war sehr ungerecht zu dir. Ich liebe dich und möchte dich nicht verlieren. Dein Lukas. PS, bitte komm in der Mittagspause in den Gymnastikraum. Ich möchte mit dir noch mal über alles reden. Hallo, Susanne. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Stimmt, ich will auch gar nicht lange stören. Kommen Sie rein, legen Sie ab. Nein, danke. Was kann ich für Sie tun? Es geht um die Präsentation der neuen Wintermode. Ich wollte Sie eigentlich nur fragen, ob Sie schon alle Models für die Show gebucht haben. Ja, eigentlich schon. Warum? Naja, ich könnte für Sie noch 3 Topmodels aus dem Hut zaubern. Sie? Setzen Sie sich doch. Danke. Ja, wie? Warum? Ich habe zufälligerweise erfahren, dass Clarissa von Anstetten versucht, 3 Models zu buchen, mit denen ich immer ganz gut ausgekommen bin. Das sind 3 absolute Spitzenmodels. Ich verstehe nicht, was wollen Sie damit sagen? Na ja, die 3 lassen Clarissa immer noch zappeln. Frau von Sterneck, wenn ich für Sie bei dem Mädchen ein gutes Wort einlege, dann könnte ich mir vorstellen, dass die 3 bei der Caradonna-Show auftreten. Und Clarissa wird sich schwarz ärgern. Verstehen Sie jetzt, worauf ich hinaus will? Ich glaube schon. Gero, bist du ja. Warte. Ich bin so froh, dass du noch gekommen bist, weil ich musste dich einfach sehen heute. Ganz schön riskant, hm? Könnte ja irgendjemand reinkommen. Hier hat jetzt keiner reinzukommen. Ich möchte, dass wir in Ruhe noch mal über alles reden. Was heißt hier über alles? Ich habe noch mal nachgedacht über uns. Hattest du nichts Wichtigeres zu tun? Bitte, Gero, ich weiß, es ist so viel schiefgelaufen. Kannst du jetzt vielleicht endlich zum Punkt kommen? Lukas, ich bin nicht hergekommen, um mir dein Gewäsch anzuhören. Ich will jetzt endlich klipp und klar wissen, wie es mit uns weitergehen soll. Bitte, Gero, glaub mir das. Ich liebe dich. Ich möchte, dass wir zusammenbleiben, ganz egal, was passiert. Ach, verdammt noch mal, ich will auch, dass wir zusammenbleiben. Aber nicht unter diesen Umständen. Wie, was meinst du mit unter diesen Umständen? Ach, das weißt du doch ganz genau. Ich will, dass du dich endlich entscheidest. Aber ich habe mich doch entschieden. Ich will mich... Sag mal, willst du mich nicht verstehen oder kannst du es nicht? Ich rede doch von einer ganz anderen Entscheidung. Wie? Von welcher? Lukas, entweder du bekennst dich zu mir und dazu, dass du schwul bist, oder... Oder was? Oder es ist aus zwischen uns.